Die uralten Postkarten und Aufnahmen zeigen es eindeutig. Dieser Firmenstandort hat Geschichte. In einer ehemaligen Hufnagelfabrik hat heute GiPro seinen Firmensitz. Die 75 Zukunftsmacher fertigen Gießharz-Isolatoren. Auf den Dächern von Zügen, dort wo der Stromabnehmer sitzt, dort sind unter anderem unsere Isolatoren drauf, die verhindern, dass die Spannung, die in der Oberleitung ist, dann direkt auf den Zug übertragen wird. In Europa gibt es nur 5 Unternehmen, die solche Gießharzbauteile machen. Mein Name ist Marlene Mitterecker und ich bringe unsere Teile in Form. Der Vergussprozess macht GiPro nach eigenen Angaben so innovativ und zeichnet die Zukunftsmacher aus. Harz, Härter, Füllstoff, Farbe und Beschleuniger werden vorab bei etwa 40 Grad Celsius gemischt. Anschließend ist Marlene in der Produktion dran. Dann nehme ich meine Einleger, lege die ein und starte einmal die Maschine und schaue beim ersten Takt, ob alles passt. Die Geschwindigkeit, ob ich Luftblasen drinnen habe oder irgendwas. Die Komponenten werden bei bis zu 150 Grad in Stahlformen gepresst. Da die Zukunftsmacher jeden Tag 1 Tonne Rohmaterial verarbeiten, kommen am Ende des Jahres ganz schön viele Isolatoren zusammen. 500.000 bis 600.000 sind es 2018 gewesen, wobei die von sehr klein bis ziemlich groß sind. 180 Kilo Gießharz ist unser größtes Teil für den amerikanischen Markt. Jedes Teil wird vor der Auslieferung ganz genau geprüft. Ich bin Gerhard Url und in meinem Job brauche ich sogar einen Röntgenblick. Die Röntgenanlage macht Fehler im Inneren der Isolatoren sichtbar, die später elektrische Probleme verursachen würden. Es gibt eben Luftblasen oder Materialverschiebungen, kann man sagen, und die würden später, früher oder später, wird es dort zu heftigen Teilentladungen kommen. In der Teilentladungsprüfkabine checkt man noch die Lebensdauer des Teils. Die Mitarbeiter setzen es einer höheren Spannung als nötig aus, um ganz sicher zu sein, dass es später im Normalbetrieb auf der Straßenbahn, der Stromleitung oder im Umspannwerk einwandfrei funktioniert.